Wir sind heute in Wolfsburg hier in der Autostadt für was ganz Besonderes, denn wir sind die allerersten weltweit, die den VW ID.3 oder wie es ein bisschen einfacher fällt auszusprechen, ID.3 testen und fahren dürfen. Und zwar genau in der Version. Schon sehr seriennah und der ist so in Zwickau wirklich vom Band gefallen. Der ist also nicht irgendwo handgedengelt, sondern der ist so in Zwickau vom Band gefallen. Wobei ganz die ersten Moment, Jogi Löw durfte das Auto auch schon fahren und es sind Fake News, dass er deswegen im Krankenhaus gelandet ist. Was machen wir heute mit dem Auto? Wir machen einen Innovationscheck. Wir werden ihn in vielen Punkten durchchecken und sagen, ob das Auto innovativ, Stand der Technik oder vielleicht nicht so innovativ ist. Ist das Raumkonzept besonders innovativ? Okay, es ist eine reine Elektroauto-Plattform. Und damit habe ich schon eine gewisse Innovation in der Raumausnutzung. Das ist ja auch gut. Ist ja auch deutlich besser, als wenn ich einfach nur eine Verbrennerplattform nehme und dann einen Elektromotor reinbaue. Weil dann muss ich einfach mit ein paar Sachen leben, die beim Verbrenner logisch sind, aus der Konstruktion heraus, beim Elektroauto aber unlogisch. Nehmen wir hier zum Beispiel mal, was ich leider nicht zeigen darf, das ganze Verhüllte hier. Ich würde es euch ja gerne zeigen. Ich kann sagen, das sieht sehr lecker aus, aber ich darf es euch nicht zeigen, weil VW eben auch noch ein bisschen was zum Präsentieren haben will, wenn das Auto, glaube ich, auf der IAA dieses Jahr komplett gezeigt wird. Okay, wo ich hin wollte. Ich habe hier normalerweise beim Verbrennerauto, gerade wenn ich jetzt ein Schaltauto habe, hier ein Schaltgestänge und ähnliches. Ich habe hier einen mächtigen Mitteltunnel. Brauche ich beim Elektroauto gar nicht. Tesla nutzt das ja auch schon aus. Das kann ich für andere Dinge nutzen, für Cupholder, für Platz oder auch einfach für ein luftigeres Gefühl. Und das hat man hier beim ID gemacht. Ich kann hier vorne ganz ordentlich sitzen, das passt gut. Ja, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man großartig auf einem erhöhten Akku sitzt. Und ich habe den Sitz jetzt einfach mal so eingestellt und ein kleines bisschen muss ich noch zurück, dass ich hier, einen Moment, so, dass ich hier ordentlich sitzen kann. Und jetzt gehen wir mal nach hinten, wie es auf der Rücksitzbank ausschaut. Tada! Die Rücksitzbank. So, da mache ich mir jetzt mal gemütlich. Und ich halte meinen Kopf noch ein bisschen bedeckt, weil Kopffreiheit probiere ich gleich aus. Was für mich entscheidend ist, ich habe hier eine ordentliche Beinauflage, also ein bisschen liegt mein Oberschenkel hier auf. Es gibt auch noch Autos, die mehr Beinauflage haben. Das liegt auch daran, dass ich natürlich hier unten im Unterboden meinen Akku drin habe, das Ganze ein bisschen erhöht ist. Aber wie man sieht, ich habe hier Kniefreiheit, das passt. Und jetzt mache ich meinen Kopf gerade. Und er schraubt gerade nicht so am Dachhimmel. Jetzt bin ich ein Sitzriese und ist bei mir also immer ein bisschen schwierig, wenn ich mich gerade hinsetze. Ich passe hier noch rein, aber ich dürfte jetzt keine 2 cm größer sein. Für alle, die unter 1,90 sind, die können hier hinten aber ganz gut sitzen. Und, ganz wichtige Sache hier, oftmals sieht man das ja gerade bei Allradautos, dass hier noch ein Kardantunnel ist. Bei dem Auto wäre es jetzt auch nicht wichtig. Wenn es ein reiner Fronttriebler wäre, ist aber ein Hinterrad angetriebenes Auto. Da müsste ich ja eigentlich bei einer üblichen Konstellation, wenn ich vorne den Motor hätte, hinten meine angetriebene Achse, hier noch eine Antriebswelle durchführen, muss ich beim Elektroauto nicht machen. Sowieso Heckantrieb, also habe ich da auch noch mehr Platz. Gut, wir gehen nach hinten, Tür zu und jetzt dürfen wir hinten etwas machen. Das durfte noch nicht mal Jogi Löw machen. Ja, der ist das Auto ja gefahren. Aber der durfte auch nicht so genau wie wir, den Kofferraum inspizieren. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil normalerweise ist es die absolute Strafarbeit für einen Autotester, dieses Kofferraum besprechen, dieses schwarzen Nichts. In diesem Fall ist es wirklich mal ganz interessant, was VW einfach daraus gemacht hat. Denn der ganze Motor und drum und dran sitzt ja darunter, da brauche ich ein bisschen Platz dafür. Der Kofferraum hat jetzt ein Volumen, man kann es nicht genau sagen. Ich habe VW gefragt, die wollen natürlich noch keinen Wert rauslassen. Was sie rausgelassen haben, ist, dass er größer sein soll als beim Golf. Also muss ich jetzt ein bisschen spekulieren. Wobei, wenn ich jetzt hier in den Kofferraum reingucke, ihr könnt ja auch mal mitgucken, sieht das nicht so aus, als wäre der größer als beim Golf. Okay, eine Sache habe ich aber vergessen. Ich kann den doppelten Boden hier oben klappen. Zack. Und dann ergibt sich doch nochmal ein ordentliches Volumen darunter, wo ich zum Beispiel auch ein Ladekabel unterbringen kann. Das sieht jetzt schon ziemlich ordentlich aus. Und vor allem habe ich jetzt keine großartige Einschränkung dadurch, dass der ganze Antriebsstrang hier unten drunter liegt. So, jetzt muss ich schätzen. Ha! Da kann man mich später festnageln, wenn dann die Werksangabe rauskommt. Aber ich sage einfach mal 392 Liter. 93. Also, ich kann mich dann später Lügen strafen lassen, wenn es eine andere Angabe ist. Aber das ist so ungefähr das, was ich jetzt gerade so ungefähr ausgelittert habe. Okay, machen wir das Ganze wieder zu. Das ist ein ordentlicher Kofferraum für ein Elektroauto. Da unten kann ich schön was verstauen. Und
es gibt keine elektrische Heckklappe, zumindest in dieser Version. Und soll ich euch mal was sagen? Ich mag keine elektrischen Heckklappen, denn ich bin sehr wohl in der Lage, hier reinzugreifen und das Ganze zuzumachen. Ist es nicht großartig? Ironie der Geschichte. Ein Elektroauto ohne elektrische Heckklappe und ich finde es gut. Ist das Raumkonzept darin innovativ? Ja, es ist innovativ, weil es eben eine reine Elektroauto-Plattform ist, weil ich dadurch ein paar Freiheitsgrade habe. Aber es gibt trotzdem ein paar Einschränkungen, wenn wir ein bisschen über die Höhe des Fußraums reden und auch hier am Kopf. Da kann es bei sehr großen Personen schon mal ein bisschen enger werden. Und über das Laden müssen wir uns natürlich noch unterhalten. Ist das besonders innovativ? Ist das besonders schnell? Wir dröseln das von Anfang an auf. Wir haben hier nämlich eine Ladesäule mit einer Wechselstromladung und einer Gleichstromladung. So, bei der Wechselstromladung handelt es sich um 11 Kilowatt Drehstrom, was ich hier optimal rauszapfen kann. Und was kann jetzt der ID? Na, das kommt ein bisschen auf den Akku drauf an. Habe ich die großen Akkus mit 77 Kilowattstunden Energieinhalt oder den jetzt hier mit 58 Kilowattstunden Energieinhalt, dann kann ich wirklich mit 11 Kilowatt an einem Drehstromlader laden. Und das ist schon mal ganz gut, weil wenn ich zu Hause eine Wallbox stehen habe mit der Leistung, dann kann ich halt über Nacht auch so einen relativ großen Akku trotzdem voll laden. Bei dem kleineren Akku mit 45 Kilowattstunden sieht es ein bisschen anders aus. Der kann in Anführungsstrichen nur 7,2 Kilowatt an Ladeleistung. Normalerweise würde ich jetzt hier meckern und würde sagen, das ist eigentlich nicht genug, wenn der Akku größer wäre. Bei so einem kleinen Akku kriegt man den trotzdem über Nacht voll und dann ist das immer noch okay. Gibt trotzdem welche, die auch schneller sind. Gibt ja auch Autos, Tesla und Co., die machen auch 22 Kilowatt. Okay, so viel zur Drehstromladung. Dann kommen wir zur Gleichstromladung. Das ist für die Reise natürlich die viel entscheidendere, weil ich will, wenn ich unterwegs bin, natürlich nicht so lange Zeit verbringen an der Zapfsäule, an der Tankstelle, was auch immer, also an der Stromtankstelle. Und da brauche ich natürlich so viel Leistung wie möglich. Und da können wir jetzt schon mal so Referenzwerte uns mal abrufen. Wer ist denn wahnsinnig schnell? Ja, zum Beispiel Audi e-tron, 150 Kilowatt, haben wir ausprobiert. Wirklich eine sehr hohe Ladeleistung. Das ist gerade Top of the Pops. Porsche wirbt sogar damit, dass sie in Zukunft mit über 300 Kilowatt an Ladeleistung kommen. Aber wir reden ja auch über sehr große Akkus. Denn wie viel Ladeleistung oder besser gesagt, wie viel Strom ich in den Akku reinschieben kann, hängt auch davon ab, wie groß ist denn mein Akku. Umso größer der Akku ist, desto mehr Strom kann er ab und desto mehr Ladeleistung kann ich reinschieben. Und wenn wir uns das jetzt beim ID angucken, haben wir genau diese Einteilung. Ich kann ja mal hier einfach mal das reinstecken. Wir holen mal so einen CCS-Ladestecker hier raus, autorisiert, ja, kann ich entnehmen. Das ist ja das System, nachdem der ID lädt. CCS. So, funktioniert wunderbar. Ich komme hier rum. Und da habe ich jetzt verschiedene Ladeleistungen. Wenn ich über den größten Akku rede, auch wieder 77 Kilowattstunden, dann kann ich mit bis zu 125 Kilowatt an Ladeleistung reingehen. Einfach auch, weil der Akku größer ist. Lädt es da drüben. Ladevorgang und Vorbereitung kommt noch gleich. Rede ich über den mittleren Akku, den hier und den kleinen Akku mit 45 Kilowattstunden, dann gehen in Anführungsstrichen nur 100 Kilowatt. Wenn ich denn an eine moderne Ionity oder was auch immer CCS-Ladestation komme, weil die brauche ich dann schon dafür. Die ganz modernen, die alten hier, zum Beispiel sowas hier, die können deutlich weniger. Ja, der kann zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, steht hier nicht drauf, 20 Kilowatt oder vielleicht auch noch 50 Kilowatt. Davon gibt es natürlich noch sehr, sehr viele. Die sind auch nutzbar. Wobei ist denn jetzt die Ladeleistung, also die reine Ladeleistung, so wahnsinnig entscheidend? Weil wenn wir uns das angucken, dann sehen wir natürlich, ja, da gibt es auf dem Markt schon welche, die können das deutlich besser, die können schneller. Aber was noch entscheidender ist für den Kunden, wie viel Kilometer Reichweite bekomme ich denn in einer Zeiteinheit in das Auto rein? Und da gibt es für den hier einen Wert von VW, der sagt, in einer halben Stunde 260 Kilometer Reichweite. Ja, das ist doch schon mal ziemlich ordentlich. Vor allem, wenn wir es dann mit Konzernfahrzeugen vergleichen. Wir gucken uns Audi e-tron auch wieder an. Da landen wir so bei 280, 290 Kilometer Reichweite, die ich in einer halben Stunde reinladen kann. Kommt natürlich darauf an, wie viel ich verbrauche. Also das Entscheidende ist nicht nur die maximale Ladeleistung, sondern auch, was verbraucht das Auto, damit ich viel Reichweite reinbekomme. Und wenn ich das in Betracht ziehe, dann ist das schon ein sehr ordentlicher Wert, den der ID bietet. Sicherlich gibt es auf dem Markt auch noch welche, die schneller sind. Und deswegen kriegt er bei Ladeleistung ein Stand der Technik. Ja, über die Fahrdynamik dieses Autos müssen wir ein bisschen sprechen.
So ein paar Eckdaten zu dem Auto. Maximal 160 km/h sind drin. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, da gibt es aber Elektroautos, die können noch ein bisschen schneller. Aber wenn man ein Elektroauto fährt, wird man sehr schnell merken, das ist energetisch nicht so toll. Weil eben der Aufwand, um schneller zu fahren, sehr, sehr viel höher wird energetisch. Weil ich eben meinen Luftwiderstand habe, der sich im Quadrat steigert. Die Energie, die ich brauche, steigert sich sogar hoch 3. Das heißt, irgendwann ist es gar nicht mehr so prickelnd, mit einem Elektroauto besonders schnell zu fahren. Und deswegen hat sich VW bei dem Auto entschieden zu sagen, okay, fährt maximal 160, reicht. Damit kriegt man auch noch einigermaßen Reichweite raus. Ich sag mal, das reicht auch bei einem Elektroauto. Was haben wir noch? Beschleunigung 0 auf 100. Da gibt es natürlich noch keinen offiziellen Wert zu diesem Auto. Es gibt so Spekulationen. Unter 8 Sekunden. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, in welchen Akku man unter dem Hintern sitzen hat. Das hier ist jetzt der mittlere Akku mit 58 Kilowattstunden netto. Und das Auto wiegt wahrscheinlich, Pi mal Daumen, VW lässt da keine Zahlen raus, rund 1,6 Tonnen. Ja, wahrscheinlich unter 1,7 Tonnen. Dann kann man sich ausrechnen, wie der geht. Das ist schon ganz ordentlich. Der wird jetzt aber keine Bäume ausreißen. Also wer jetzt hier sich reinsetzt und erwartet, Tesla Model 3 Performance-Beschleunigung, nee, das bietet er nicht. Sondern das ist eine ordentliche Fahrdynamik. Wir können das gerade noch mal machen. Wir können einfach noch mal beschleunigen. Ja, das geht doch gut. Das macht Spaß. Und das zieht auch ordentlich durch. Der Motor hat 150 kW. Die hält da 30 Sekunden durch. Das reicht auch. Normalerweise ist dann so eine Beschleunigung dann auch irgendwann mal durch. 310 Newtonmeter, das ist ein guter Turbodieselwert. Und damit hat man schon ein bisschen Spaß. Komm, das geht doch ganz ordentlich. Ich muss dazu sagen, ja, dass das jetzt hier nicht so mega Rums macht, liegt auch daran, dass ich leider nicht alleine im Auto sitze. Hier sind noch ein paar andere Kerle drin. Und das ganze Auto ist voll besetzt. Das geht nicht anders, weil VW uns dann doch nicht ganz alleine das Auto fahren lässt. Da sitzen auch noch Techniker drin. Und deswegen ist der Schaum gerade ein bisschen gebremst bei der Beschleunigung. Ist aber trotzdem gut. Reicht für ein Grinsen im Gesicht. Und wenn ich ihn dann irgendwann mal alleine fahren darf, dann geht er wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Überhaupt kein Thema. Ja, leider können wir jetzt auch keine fahrdynamischen Sperenzchen machen, kurvenmäßig und so weiter. Würde ich gerne machen, aber ich glaube, dann haut mir VW ziemlich auf die Finger. Ich kann aber schon mal vermitteln, dass grundsätzlich das Auto einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck macht. Also das passt schon ziemlich gut, wie er hier auf der Straße liegt. Grundsätzlich ist er aufgebaut, wie man es heutzutage von Kompaktwagen kennt. Ist eine Einzelradaufhängung, vorne, hinten. Und vorne hat man McPherson, hinten ist es eine Multilenkerachse. Also das ist einfach ordentlicher Stand der Technik. Was soll man da auch das Rad neu erfinden? Und so liegt er auch gut. Okay, reden wir über das Herz des Elektroautos, also die Batterie. Und die Batterie ist ja nicht bloß wie beim Verbrenner irgend so ein Gefäß, wo Energie drin ist und das darüber entscheidet, wie weit ich mit diesem Auto komme, sondern die Batterie bei einem Elektroauto entscheidet über ganz, ganz viele Faktoren. Sie entscheidet über Leistung. Wie viel Strom kann ich aus der Batterie rausholen? Damit kann ich auch mehr Leistung aus dem Elektromotor rauspressen. Aber auch, wie viel Strom kann ich in die Batterie reinbringen? Das heißt, wie hoch ist meine Ladegeschwindigkeit? Und nicht nur das, wenn ich eine besonders große Batterie habe, habe ich normalerweise bei üblicher Nutzung eine längere Haltbarkeit der Batterie. Sie hat aber auch ein paar Umweltnachteile, da kommen wir aber noch dazu. Und die Batterie, die im ID drin sitzt, die ist in vielerlei Hinsicht was Besonderes. Zum Beispiel bei der Anzahl der Zellhersteller. Es gibt nämlich 4 verschiedene Zellhersteller für diesen Akku. Einer, der sitzt in China, heißt CATL, der ist aber nur für den chinesischen Markt entscheidend. Und dann gibt es aber noch 3, SKI, Samsung und LG Chem, die für die anderen Märkte entscheidend sind. Und so kann VW natürlich schön zwischen den Märkten jonglieren. Was für mich aber viel interessanter ist, VW baut zusammen mit LG Chem in Polen ein Zellwerk auf. Das heißt, wir kriegen wirklich in Europa, in Polen, eine Zellfabrik. Und normalerweise werden die ganzen Zellen eben aus Asien, vor allem China, angeliefert. Das ist schon mal eine schöne Sache. Der andere Punkt ist, ich habe es mit einem sehr modularen Akkukonzept zu tun. Ich habe 3 verschiedene Akkugrößen. Und zwar auf einem Radstand. Der verändert sich nicht. Hier der Platz dazwischen bleibt auch gleich. Aber ich kann 3 verschiedene Akkus unterbringen. 45, 58 und 77 Kilowattstunden sind das. Hier haben wir es jetzt mit dem 58 Kilowattstunden Akku zu tun. Das ist da auch der Akku, den wir heute fahren. Und man sieht auch hier, hier habe ich noch ein bisschen Platz, da vorne ist auch noch ein bisschen Platz. Ich könnte hier noch mal einen deutlich größeren Akku unterbringen. Und das ist einfach grundsätzlich schon mal schön, dass ich
aus verschiedenen Akkus auswählen kann. Bei vielen Herstellern kann ich nur einen einzigen Akku nehmen, andere bieten 2 Akkus. Und im höchsten Fall gibt es mal 3 Akkus auf einer Plattform und das ist einfach für den Kunden eine tolle Sache und für mich auch schon mal sehr innovativ. Dann können wir uns noch angucken, wie sieht es denn mit der Energiedichte der Zelle aus? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese 58 Kilowattstunden Akkustruktur hier, die wiegt 400 Kilogramm. Und jetzt können wir uns ausrechnen, der Bruttoenergieinhalt hier sind 62 Kilowattstunden, dass ich 155 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte auf Batteriebasis habe. Also hier mit Gehäuse und allem drum und dran. Das ist schon relativ viel. Und wenn ich dann noch auf Zellbasis gehe, dann komme ich auf deutlich über 200 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte. Und das ist wirklich ein toller Wert. Da hat man vor ein paar Jahren noch davon geträumt. Und deshalb sage ich, der Akku ist zum einen sehr modular, die Zellen werden in Europa zusammengebaut und ich habe eine sehr hohe Energiedichte und das ist für mich nur für den Akku definitiv innovativ. Über Komfort müssen wir uns ein bisschen unterhalten. Beim Elektroauto ist ja ein Riesenpunkt. Zum einen der Geräuschkomfort. Und jetzt ist ja so die allgemeine Meinung, ein Elektroauto ist ja immer leise. Da soll es ja Unterschiede geben, da gibt es Riesenunterschiede. Das ist ja zum einen mal der Punkt, was setze ich für einen Motor ein. Es gibt Motoren, die sind Elektromotoren, die sind ein bisschen leiser, es gibt welche, die sind ein bisschen lauter. Hier sitzt jetzt ein Permanentmagnet-Synchronmotor drin, der ist basismäßig normalerweise auch schon relativ leise. Trotzdem kann ja so ein Straßenbahngeräusch entstehen, auch so ein Sirren. Und da ist entscheidend, wie ist der Motor aufgebaut, wie ist der Motor, an welcher Position ist er, wie können da Geräusche weggenommen werden. Der Motor sitzt hier hinten, ist damit relativ weit vom Fahrer, Beifahrer entfernt. Ja, das ist schon mal ein Vorteil im Vergleich dazu, wenn ich jetzt einen Frontmotor habe, ein bisschen näher drauf ist. Aber noch entscheidender ist, wie dämme ich dieses Auto. Und da hat der Entwickler beim Elektroauto echt was zu tun. Sogenannte NVH nennt man das. Also Noise Vibration Harshness. Das ist der Fachbegriff dafür, dass man halt anguckt, was habe ich für Geräusche in dem Auto, welche Knarz oder ähnliche Probleme habe ich. Und beim Elektroauto habe ich eben nicht das Verbrennergeräusch, das beim Beschleunigen relativ präsent ist und damit andere Geräusche maskiert, sondern ich habe eben quasi kein Geräusch vom Motor. Und damit sind natürlich andere Geräusche, Windgeräusche, Knarzgeräusche, sonstige Geräusche viel präsenter. Und für den Entwickler ist jetzt die Aufgabe, dass er eben bei einem Elektroauto das hinbekommt, obwohl er kein Maskieren des Verbrennungsmotors hat, das Auto trotzdem leise wirken zu lassen, weil das menschliche Gehör sehr selektiv ist. Das hört jetzt genau hin. Arbeit hat an der A-Säule, habe ich so ein Pfeifen vom Wind. Und der erste Eindruck, den ich hier habe, und da kann ich nur noch mal sagen, dass die Entwickler vorher zu mir gesagt haben, der wird noch ein bisschen Geräusche machen, der ist ja schließlich noch nicht Serienstand. Ja, glaube ich den, aber ich finde ihn trotzdem leise. Was soll ich denn machen? Ich kann es ja nicht ändern. Ich kann ja noch mal beschleunigen. Ihr könnt ja auch mal mit zuhören, könnt jetzt ruhig mal euer Wiedergabemedium, wo auch immer ihr das jetzt gerade guckt, ein bisschen lauter drehen. Da ist jetzt vielleicht ein bisschen Windgeräusche vorne an der A-Säule. Ja, so ein bisschen was. Wir sind jetzt auch schon über 100 km/h, aber ansonsten ist das Auto wirklich sehr leise. Und es gibt auch Elektroautos, die sind laut. Es gibt da riesengroße Unterschiede. Gut, Geräuschkomfort haben wir. Federungskomfort ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wo fängt der Federungskomfort an? Da können wir uns jetzt so ein bisschen drüber unterhalten. Von Fahrersicht aus fängt er erstmal bei den Sitzen an. Sitze sind ein ganz wichtiger Punkt und da sitze ich eigentlich ziemlich ordentlich hier drin. Ich kann die vernünftig verstellen. Ich habe ein bisschen Seitenhalt. Sie sind schön mittelweich oder mittelhart, wie man das auch nennen mag, gepolstert, was auch auf längeren Fahrten gut passt. Was man jetzt hier merkt, wo man jetzt gerade auch so ein paar Querrollen auf der Straße hat, das Auto ist jetzt kein Ultra-Komfortbomber. Das ist nicht die Neuerfindung des Citroën DS, sondern der hat ein firmes Fahrverhalten, was ich gut finde. Also man kriegt ein bisschen was von der Fahrbahn mit, aber trotzdem spricht er gut an. Wir gucken jetzt mal hier. Da! Das ist immer interessant, wie das Fahrwerk das macht, wie es das wegbügelt. Und da gilt halt der Punkt, es sollte sich Wump, Wump anhören und nicht Tok, Tok. Und hier habe ich noch so ein leichtes Tok, Tok drin. Also man merkt, das Fahrwerk grundsätzlich von der Richtung her passt, hat eine schöne Agilität. Auch der Grundkomfort ist schon die richtige Richtung, aber beim Ansprechen und gerade wenn ich so Querfugen habe, da merke ich schon noch, dass da etwas mehr Sanftmut in dieses Fahrwerk hineingehören könnte. Nun müssen wir natürlich sagen, dass das Auto hier noch Vorserienstand ist. Das ist noch Prototypenstand. Das heißt, da kann und wird VW sicherlich auch noch mal dran gehen und noch ein bisschen verfeinern.
Ich finde den Komfort zurzeit zu 87% gut. 13% können Sie noch drauflegen. So ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter das Ganze machen. Ist der Elektromotor oder sind die Elektromotoren in der allerhöchsten Ausbaustufe innovativ? Das ist für Elektrotechniker erstmal so eine No-Brainer-Frage. Denn Elektromotoren sind grundsätzlich schon mal in den meisten Fällen extrem effizient. Sie gelten in vielen Fällen schon als ausentwickelt, im Gegensatz zum Verbrennungsmotor, wo noch ein bisschen Potenzial ist. Also was will man da noch holen? So viele Prinzipien für einen Drehstrom-Elektromotor, wie er eben im Auto eingesetzt wird, gibt es ja gar nicht. Es gibt eigentlich zwei Hauptprinzipien. Das eine ist ein sogenannter asynchroner Motor. Das heißt, ein Motor, bei dem ich den sich drehenden Teil innen, den Rotor, über Induktion mit Strom versorge. Und dann gibt es noch den sogenannten Permanentmagnet-Synchronmotor. Dabei wird der sich drehende Teil innen, also der Rotor, nicht mit Strom versorgt, sondern da sitzen permanente Magnete, also sogenannte Neodym-Magnete drin, und die erzeugen die Gegenkraft. Und im Fall des ID haben wir es hier an der Hinterachse mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor zu tun. Gut, das an und für sich ist noch überhaupt nicht innovativ. Das Ding hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, baut wirklich sehr kompakt für seine Leistung. 150 Kilowatt kann man da maximal rausholen. Bei den kleineren Akkus hole ich aus diesem Motor weniger Leistung, aber nicht, weil ich den Motor kleiner mache, sondern einfach, weil der Akku selbst eben weniger Strom liefert. Aber wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, wie sich dieser Motor entwickelt hat, dann wird es spannend. Dann müssen wir zum E-Golf gucken. Der E-Golf hatte schon einen Motor, der hatte 100 Kilowatt und der wog 109 Kilogramm. Der Motor hier wiegt 90 Kilogramm und bietet 150 Kilowatt. Hat also 50% mehr Leistung, wiegt aber 19 Kilogramm weniger. Das klingt doch schon mal so, als wäre da richtig Innovation reingeflossen, als hätte man da richtig gearbeitet. Und da geht es weniger um Effizienz. Da kann man gar nicht mehr so viel rausholen bei dem Motor, wird es echt schwer. Im optimalen Bereich hat er immer weit über 90%. Sondern man hat einfach nur prinzipiell an der Form, an der Struktur des Motors gearbeitet, sodass man aus kompakteren Motorabmessungen, aus weniger Material trotzdem mehr Leistung holt. Und wie hat man das gemacht? Da wird es jetzt spannend, denn der E-Golf-Motor hatte 290 Newtonmeter Drehmoment maximal. Dieser Motor hier hat maximal 310 Newtonmeter. So weit ist das gar nicht auseinander. Aber wo kommt denn jetzt die mehr Leistung her? Aber die Drehzahl. Weil Leistung entsteht ja nicht nur durch Kraft, Drehmoment, sondern durch Kraft und Drehzahl. Dadurch erzeuge ich Leistung. Und der neue Motor dreht eben 16.000 Umdrehungen und der E-Golf-Motor, der hat 12.000 Umdrehungen gedreht. Und damit erzeuge ich deutlich mehr Leistung. Wie macht man das? Naja, so ganz wollten das die VW-Ingenieure nicht verraten. Ist eine Frage, wie man speziell an den Rotor rangeht. Also der Rotor ist ja innen drin, das sich drehende Teil, wird ja auch Läufer genannt. Und wenn ich da im Optimalfall eben besonders schnell drehen will, dann muss ich da relativ geringe Massen mit einem relativ geringen Durchmesser rotieren lassen. Und dann kann ich einen besonders hochdrehenden Motor schaffen. Und das hat man hier wahrscheinlich gemacht. Dadurch dreht der Motor hoch, hat ein ordentliches Drehmoment und wiegt jetzt erheblich weniger als früher und hat deutlich mehr Leistung. Das ist jetzt trotzdem immer noch ein normaler Elektromotor. Das heißt nicht extrem innovativ, aber es ist mindestens sehr guter Stand der Technik. Bevor wir übrigens zum anderen Kapitel noch kommen, dieses Kästchen hier, die Leistungselektronik für den Motor, die wird oft vergessen und vernachlässigt. Die ist aber auch ganz entscheidend mit ihren schnellen Hochleistungsschaltern drin, wie effizient das ganze System läuft. Und da ist noch ein bisschen Potenzial drin. Da kann man noch ein bisschen Wärme rausnehmen und damit eine höhere Effizienz schaffen. Und da wird in Zukunft noch ein bisschen was passieren. Und natürlich müssen wir beim Elektroauto auch über den Preis reden. Das ist ja immer wieder eine Diskussion und da ist auch die Frage, ist der ID besonders günstig? Gerade bei Elektroautos muss man ja ehrlich sagen, die meisten Elektroautos sind schon noch relativ teuer für das, was sie bieten. Das muss man schon noch wollen. Und das ist auch ein Grund, wieso viele Leute zurzeit noch Abstand nehmen und sagen, ja, das kann ich mir noch nicht leisten, mir ein Elektroauto zu kaufen. Es gibt schon tolle, und Tesla macht einen tierischen Spaß, aber man muss natürlich ordentlich Geld ausgeben. Und bei VW schauen wir uns das mal an. Der E-Golf hat so rund 36.000 € gekostet, hatte ein bisschen mehr als 200 Kilometer Reichweite. Da sage ich ganz ehrlich, das ist ganz schön viel Geld. Für so viel Reichweite, für ein gutes Auto, aber trotzdem ist es viel Geld. Und
günstig war der definitiv nicht. Und jetzt gibt es ja die Ansage beim ID, dass er mit dem kleinsten Akku, also der 45 Kilowattstunden Netto-Akku, 330 Kilometer weit kommen soll, unter 30.000 € kosten soll. Das ist viel günstiger als der e-Golf. Jetzt muss man natürlich zu VW sagen, VW war noch nie bekannt dafür, die allergünstigsten Autos auf dieser Welt zu bauen. Sie haben immer Autos gebaut, die fürs Geld ziemlich viel geboten haben. Das noch ein bisschen günstiger haben sie dann immer Seat und Skoda überlassen. Aber unter 30.000 € für über 300 Kilometer Reichweite ist schon mal eine Nummer. Vor allem, ich muss ja auch noch die Elektroautoförderung abziehen, 4.000 €, da bin ich so bei 26.000 € irgendwo in der Richtung. Und der durchschnittliche Deutsche gibt 31.000 € für seinen Neuwagen aus. Gut, bei VW müssen wir natürlich noch reinrechnen. Da gibt es noch eine Aufpreisliste. Da kriege ich natürlich ein Auto für 29.000 irgendwas. Sie haben es mir nicht gesagt, aber ich weiß ganz genau, dass es da noch eine Aufpreisliste gibt, wo du noch ein paar Häkchen dran machen kannst. Und dann bist du am Schluss dann auch schon in dem Preisbereich. Das ist nicht mega günstig. Aber ich finde, von dem, was ich bisher bei dem Auto erlebt habe, wie es sich fährt und wie es sich gibt, ein Preis, der passt. Gut, wir müssen aber natürlich ehrlich bleiben. Das Auto, in dem ich hier gerade sitze, ist nicht das Auto mit dem kleinsten Akku, sondern mit dem mittleren Akku. 58 Kilowattstunden. Dafür habe ich auch 420 Kilometer Reichweite laut WLTP. Und ich habe mit dem größeren Akku auch mehr Leistung hinten auf dem Motor drauf. Also 150 Kilowatt und 204 PS. Und damit lande ich natürlich nicht unter 30.000 €. Meine Schätzung ist einfach mal so, wie das Auto hier ausgestattet ist, Anfang 40.000 €. Ich lasse mich mal überraschen, wenn dann die Preisliste rauskommt. Schauen wir mal. Übrigens, das ist auch so ein Preisbereich, wo Kia e-Niro zum Beispiel liegt. Ist der modulare E-Antriebsbaukasten, Elektroantriebsbaukasten innovativ? Wir machen uns ja alle so ein bisschen lustig, zum Teil über VW, oder? MQB, MLB, diese ganzen Abkürzungen, aber es steckt halt definitiv was dahinter. Wir fangen von vorne an. Dass man überhaupt eine eigene Elektroantriebsplattform hat, ist schon mal gut. Man könnte es ja machen wie zum Beispiel Audi beim e-tron oder Mercedes beim EQC. Man nimmt einen vorhandenen Verbrenner, bastelt da einen E-Antrieb rein, modelt das Ganze optisch noch ein bisschen um. Im Endeffekt hat man aber doch mit einigen Nachteilen zu kämpfen und man entdeckt plötzlich Relikte aus dem Verbrennerzeitalter im Elektroauto. Ist ein bisschen irritierend. Das habe ich hier nicht. Das ist wirklich ein eigener Baukasten und damit schon mal gut. Tesla hat ja auch einen absolut eigenen Baukasten, eine eigene Plattform für Elektroantriebe. Aber VW treibt ja so diesen Baukastengedanken immer sehr weit. Und wenn wir jetzt an den MQB denken, also an den modularen Querbaukasten bei Verbrennern, wo so ein Quermotor drin ist, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Abstand von der Vorderachse zur hier leider nicht sichtbaren Pedalerie immer gleich bleibt, damit ich den Vorderwagen immer gleich bauen kann. Und auch hier habe ich einen definierten Abstand von der Vorderachse zu der Pedalerie. Das heißt, ich kann den Vorderwagen modular einsetzen. Aber VW geht jetzt beim MEB noch weiter als bei den anderen Baukästen. Denn bei den anderen Baukästen kann ich den Radstand, also von hier mit dem Rad bis hier, verändern. VW sagt, nee, wir haben jetzt einen Radstand, aber wir haben unterschiedliche Akkugrößen drin. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen Crashgründe, dass man wirklich eine Crashstruktur für das Ganze aufbaut. Es ist auch in der Fertigung noch ein bisschen einfacher. Und man kann, wenn man den Radstand auch entsprechend vernünftig plant, wirklich darauf viele verschiedene Autos setzen. Das spart vor allem an der Produktion und hoffentlich dann auch später beim Kunden. So, und was kann man jetzt hier noch machen? Zum einen haben wir hier ja wirklich einen Heckantrieb. Das ist ein echter Heckantrieb. Ich lese es oft, dass Leute schreiben, boah, mein Auto hat Heckantrieb, und in Wahrheit hat das Auto einen Frontmotor und einen Hinterradantrieb. Das ist dann ein Hinterradantrieb, aber kein Heckantrieb. Ein Heckantrieb ist ein Motor, der hinten sitzt, im Heck und die Hinterräder antreibt. Und das haben wir hier, das ist natürlich fahrspaßmäßig eine ganz tolle Sache. Gut, und dieses Modul hier, das kann ich halt in verschiedenen Kombinationen einfach einbauen. Und wie mache ich das jetzt, wenn ich einen Allradantrieb haben will? Ja, dann habe ich eben noch meine Vorderachse. Und die ist eben so aufgebaut, dass ich hier relativ einfach auch noch einen Motor einbauen kann. Der Motor ist aber nicht ein Motor mit Permanentmagneten wie hinten, sondern das ist ein sogenannter asynchroner Motor. Das heißt, der Läufer innen, ich habe es schon gesagt, wird mit Strom über Induktion versorgt. Die sind vom Wirkungsgrad her im Teillastbereich nicht ganz optimal, aber was sie können,
sehr, sehr gut können, ist kurzzeitig Boostleistung abgeben. Und genauso ist das hier auch geplant. Ich habe hinten meinen dauerhaften Antrieb, der immer läuft, und ich habe vorne meinen Asynchronmotor, den ich ab und zu mal brauche, um dem Auto noch einen extra Boost zu geben oder um noch mehr Traktion zu erzeugen. Der asynchrone Motor vorne hat auch in Anführungsstrichen nur 75 Kilowatt, aber es reicht, um hier halt ordentlich Dampf reinzubringen. Das ist aber im Sinne des Modularen nicht gedacht für den ID, sondern für andere Derivate auf der gleichen Plattform. Und diese Plattform ist, und das finde ich wirklich einen tollen Zug von VW, auch für andere Hersteller gedacht. Das heißt, es können auch weitere Hersteller kommen und können sagen, ja, wir hätten ganz gerne diese Plattform und möchten unser Auto draufsetzen. Und dann muss man natürlich mit dem Augenzwinkern auch sagen, umso mehr VW von dieser Plattform baut, ja, desto günstiger wird für die natürlich auch die Produktion. Egal wie. Es ist eine sehr innovative Plattform mit vielen modularen Möglichkeiten. Ja, definitiv innovativ. Auch wenn wir vielleicht über eine kleine Sache da hinten schmunzeln werden. Vielleicht ist es dem einen oder anderen im Video schon aufgefallen. Das ist eine Trommelbremse. Und eigentlich, heute Stand der Technik, sind Scheibenbremsen. Wobei bei einem Elektroauto benutze ich die Bremse natürlich viel, viel weniger, weil ich vor allem rekuperativ über Motorbremsleistung das Auto verzögere und nicht über die Bremsen. Das heißt, die wird nicht so belastet. Und so eine Trommelbremse, die kann für eine einfache Bremsung schon ziemlich gut funktionieren. Das muss nicht heißen, dass das Auto schlechter steht. Es gibt Kleinwagen, die bremsen exzellent. Ein Problem bei der Trommelbremse kommt dann, wenn ich dauerhaft verzögere. Das ist keine Rennbremse, definitiv. Die wird schneller überhitzen als eine besser gekühlte Scheibenbremse. Aber, das muss man natürlich sagen, dieses Konzept hier ist nicht das Konzept eines super dynamischen Wagens, nicht das Konzept eines Tesla-Jägers, sondern Volkswagen wollte damit wirklich eine Volksplattform für Elektroautos aufbauen. Wenn wir über Effizienz reden, müssen wir auch vor allem bei Elektroautos über Rekuperation reden. Eine Rekuperation ist ein Riesenpunkt, wenn es eben darum geht, ein Elektroauto zu bauen, das besonders sparsam ist. Und vor allem ein Elektroauto kann ja rekuperieren im Gegensatz zum Verbrenner. Und wenn man sehr vernünftig und sehr klug rekuperiert, dann kann man zum Teil bis zu 20% Verbrauch oder andersrum 20% mehr Reichweite rausholen. Es gibt verschiedene Strategien. Wir schauen uns das mal beim VW ID hier an. So, ein bisschen die Tarnung, ihr dürft ja leider nicht sehen, was ich hier sehe, aber ich kann euch sagen, das wird nicht schlecht. So, ich habe hier zwei Rekuperationsmodi, Hauptmodi. Das ist D und B. In D ist es so, dass wenn ich einfach nur das Gaspedal betätige oder davon runtergehe, dann habe ich ein Rollen lassen. Und das ist energetisch das Beste, wenn ich denn ausrollen kann. Zum Beispiel auf der Autobahn, wenn ich Tempo aufgenommen habe und ich gehe einfach nur vom Strompedal, so ist es ja korrekt, runter und dann rollt das Auto aus und dann nutzt es die Energie optimal. Würde ich an der Stelle anfangen zu rekuperieren, wäre es nicht optimal, denn ich müsste ja mit dem Wirkungsgrad des Elektromotors die Batterie aufladen, die hat dann wieder einen Ladewirkungsgrad, dann würde ich da Strom wieder rausholen, würde das auf den Elektromotor draufgehen. Auf der Strecke würde je nach Geschwindigkeitsbereich ziemlich viel Energie verloren bleiben. Man kann also im Großen und Ganzen davon reden, dass im schlechtesten Fall ich nur die Hälfte der Energie wieder rekuperieren kann. Im besten Fall sind es dann über 80%. Aber ich verliere was. Und wenn ich einfach rollen lasse, verliere ich halt wenig. Und wir können jetzt hier einfach mal, wir sind hier in D, nehmen ein bisschen Tempo auf. So, jetzt lasse ich den einfach nur rollen. In dem Moment, wo ich jetzt hier auf die Bremse gehe, dann fängt er an zu rekuperieren im D-Modus. Und dann rekuperiert er bis ungefähr maximal 2 Meter pro Sekunde Quadrat, 0,2 G ungefähr. Es gibt jetzt im Elektroautobereich schon Modelle, die können mehr. Audi e-tron zum Beispiel, 0,3 G. Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist ein Allradauto. Ja? Der hat also vorne und hinten einen Antrieb. Und der ID hat seinen Elektromotor hinten. Und wer sich ein bisschen mit dem Bremsen auskennt, der weiß, wenn ich bremse, dann ist vor allem die Vorderachse belastet, ja, über die dynamische Lastverteilung. Das Auto geht ja vorne nach unten, deswegen ist vor allem meine Vorderachse fürs Bremsen zuständig. Und ich will unter allen Umständen nicht meine Hinterachse überbremsen. Also für den normalen Fahrer habe ich keinen Spaß. Und deshalb ist das hier eingeschränkt. Maximaler Rekuperationswert 0,2 G ist einfach Stand der Technik, ist jetzt nicht sonderlich innovativ oder viel, es reicht aber aus. Entscheidend ist, dass man den halt in vielen Situationen nutzen kann. So, in D wird diese Rekuperation nur aktiviert, wenn ich eben auf die Bremse gehe. Jetzt kann ich aber auch in den B-Modus gehen. Zack, jetzt habe ich nichts gemacht und das Auto verzögert. Jetzt habe ich eine ziemlich starke Rekuperation, einfach schon dann, wenn ich nur vom Fahrstrompedal
runtergehe. Gehe runter und dann verzögert er schon ziemlich mächtig. Der Modus ist dann ideal, wenn ich eben die kinetische Energie, die ich aufgebaut habe, nicht einfach durch Rollen lassen noch nutzen kann. Zum Beispiel hier in der Stadt. Wenn ich an eine Ampel ranfahre, dann muss ich ja stehen. Und normalerweise würde ich die Energie, die ich jetzt aufgebaut habe, dann am Schluss, wenn ich stehen bleiben will, in Erwärmung der Bremsscheiben stecken. Ist natürlich blöd. Oder wenn ich einen Berg runterfahre, dann muss ich ja eigentlich das Auto abbremsen. Ich kann es nicht einfach rollen lassen. Kann ich machen, tut aber dem Auto und damit auch dem Fahrer auf Dauer nicht so gut. Und da ist der B-Modus der ideale Modus. Und das muss ich aber als Fahrer entscheiden, wann ich das wähle. Ob da jetzt vielleicht in Zukunft auch noch ein intelligenteres Rekuperationssystem reinkommt. Vielleicht mit einer Streckenvorhersage. Audi hat das zum Teil. Ich habe nachgefragt bei den VW-Entwicklern, das konnten oder wollten die mir nicht verraten. Leider. Aber prinzipiell funktioniert das hier mit der Rekuperation schon mal ziemlich gut. Und im B-Modus verzögert er ziemlich mächtig. Einfach nur vom Fahrpedal gehen. Aber Rekuperation ist ein sehr wichtiger, aber auch nur ein Teil der Effizienz. Da gibt es natürlich auch noch andere Punkte. Gewicht, Luftwiderstand, insgesamt der Wirkungsgrad. Dann mache ich jetzt mal mit dem Luftwiderstand und Gewicht weiter. Luftwiderstand. Da haben wir einen Wert, zum Beispiel vom Tesla Model 3 von CW 023. Das ist natürlich Weltklasse und da kommt er auch nicht ganz dran hier. Wir haben hier ungefähr 0,26x, ein exakt genauer Wert steht noch nicht fest. Wobei noch entscheidender als der reine Luftwiderstandsbeiwert, das ist also der Formfaktor quasi des Autos ist, wie ist der wirkliche Luftwiderstand, das heißt die Kombination aus Luftwiderstandsbeiwert, CW-Wert, mal der Stirnfläche. Die Werte kenne ich gerade noch nicht. Er hat also einen niedrigen Luftwiderstand, ob er wirklich sehr niedrig ist in der Klasse, das müssen wir erst noch feststellen. Gewicht, da lässt VW auch nichts raus, aber ich habe so ein bisschen nachgebohrt und so ein bisschen recherchiert. Das Auto wird so zwischen 1,6 und 1,7 Tonnen wiegen. Das ist nicht wahnsinnig viel. Vor allem der Akku ist ziemlich leicht. Der Akku wiegt jetzt hier in der 58 Kilowattstunden Variante nur 400 Kilogramm und soll in der noch kleineren Variante, 45 Kilowattstunden, sogar noch 90 Kilo leichter sein. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass dieses Auto 1,6 Tonnen und in der leichtesten Version vielleicht sogar noch ein bisschen drunter liegt. Das wäre in der Klasse richtig gut. Noch ein Blick auf die Reifen. Ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Effizienz geht. Und da regt mich in letzter Zeit eine Sache besonders auf. Wenn ich bei vor allem Elektroautos diese super eco-rollwiderstandsarmen Reifen sehe. Die haben einen riesen Bremsweg und die fahren sich ganz komisch, bloß weil ich ein paar Kilometer mehr Reichweite haben will. Das ist für mich ein ganz komischer, das ist nicht mal ein Kompromiss, das ist einfach eine falsche Entscheidung. Da muss ein ordentlicher Reifen drauf, der soll natürlich einen guten Rollwiderstand haben, aber eben auch gut fahren. Und VW hat jetzt hier drauf einen Bridgestone Potenza. Das ist kein ausgewiesener rollwiderstandsarmer Reifen, vor allem nicht in der Dimension. Hier ist ja ein 20 Zoll Reifen und das finde ich eine gute Entscheidung. Aber jetzt haben wir die ganzen Fahrwiderstände. Wir haben den Luftwiderstand, der niedrig ist, aber sehr niedrig ist, müssen wir noch sehen. Wir haben ein Gewicht, das natürlich höher ist, das ist ein Elektroauto mit einem schweren Akku, was aber in der Kombination anscheinend auch relativ niedrig ist. Wir haben einen Reifen, der nicht wahnsinnig rollwiderstandsarm ist, aber dafür einfach beim Fahren ganz gut funktioniert. Und was sind jetzt die Werte, die wirklich auf der Straße rauskommen als Verbrauch? Die habe ich auch nicht alle im Kopf, deswegen brauche ich jetzt hier mal ein Papier. Ich musste da so ein bisschen schätzen, denn ich fange mal an mit dem kleinen Akku, 45 Kilowattstunden. Der hat eine offizielle WLTP-Reichweite von 330 Kilometer. Jetzt kann man sich daraus ja schon mal den internen Verbrauch des Autos ausrechnen und der liegt dann bei 13,6 Kilowattstunden, also das, was der Bordcomputer anzeigt. Beim mittleren Akku habe ich 420 Kilometer Reichweite. Das ergibt dann 13,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Immer noch intern. Und beim großen Akku mit 77 Kilowattstunden und 550 Kilometer Reichweite, WLTP, muss man immer ein bisschen eingeschränkt sehen. Das ist noch kein realer Wert, das ist immer noch ein Prüfstandswert, aber WLTP ist trotzdem schon ziemlich gut. Haben wir 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch. Wenn wir das jetzt aber in Relation ziehen wollen zu anderen Autos, dann müssen wir noch ein paar Ladeverluste mit reinmachen. Denn nachdem die auf dem WLT-Prüfstand gefahren worden sind, kommen die an die Steckdose und dann werde ich Ladeverluste haben und die werden da auch gemessen. So, und jetzt habe ich hier einfach mal ein paar Zahlen, die wahrscheinlich sehr gut für diese Autos zutreffen. Und zwar für das mittlere Modell 14,8 Kilowattstunden Verbrauch.
Und jetzt gucken wir uns einfach mal Konkurrenten an. Wir schauen uns zum Beispiel einen Kia e-Niro an. Der ist WLTP offiziell für das mittlere Modell mit einem ähnlich großen Akku angegeben mit 15,9 Kilowattstunden Verbrauch. Und ein Tesla Model 3 in der Basis ist mit 15,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer angegeben. Das heißt, wenn wir das so sehen, wäre er in Elektroauto-Dimensionen, und die sind ja schon sparsam, sehr sparsam. Und das wäre innovativ. Wobei, was in der Realität ist, das werden wir noch rausfinden mit einer schönen langen Reichweitenfahrt. Können wir heute nicht machen. Ist der Produktionsprozess innovativ und hier ganz entscheidend, ist er umweltschonend? Da gibt es einen großen Satz von VW zum ID. Der heißt, das Auto wird bilanziell CO2-neutral hergestellt. Was heißt denn das jetzt? Das heißt zum einen, CO2-neutral bedeutet nicht CO2-frei. Das heißt, ich habe bei der Herstellung des Autos definitiv einen CO2-Ausstoß, und zwar gar nicht mal so einen kleinen. Aber wenn es neutral ist, heißt das ja auch, dass ich genauso viel CO2 an anderer Stelle wieder aufnehme, wie ich ausgestoßen habe. Ich schaffe eine Neutralität. Wie macht das VW? Na, durch Bilanzen. Da werden eben Umweltprojekte unterstützt. VW sagt auch, das sei nicht einfach nur so Papierkram, sondern sie unterstützen da wirklich was, um eben den ganzen Prozess im Gesamten neutral zu machen. Muss man jetzt einfach so glauben. Wir können es nicht nachprüfen. Und für mich entscheidend ist, dass ein Hersteller einfach schon mal bewusst ist, ja okay, wir müssen beim Elektroauto wirklich an die Produktion ran. Das muss nochmal deutlich besser und deutlich CO2-ärmer werden. Und wir müssen auch beim Elektroauto grundsätzlich über die Produktion reden. Wir dürfen das nicht einfach wegschieben und dürfen sagen, ja, der Verbrenner ist aber, hat ja auch Probleme. Fracking, da wird ja auch die Umwelt verseucht und ähnliches. Ist korrekt, macht aber trotzdem hier den Produktionsprozess nicht besser. So, was können wir hier bei dem Produktionsprozess noch sagen? Ein Punkt, VW sagt, dass sie es schaffen, weniger als 125 Kilogramm CO2 pro produzierter Kilowattstunde Akku auszustoßen. Das ist schon mal ein guter Wert, wenn er dann stimmt, denn das IFO-Institut sagt 125 Kilogramm, das ist ein niedriger Wert. Wenn VW da nochmal drunter rutscht, ist das schon mal gut, weil dann wird der CO2-Rucksack, den das Elektroauto vor allem durch die Produktion des Akkus hat, kleiner. Dann kann man sich aber nicht nur das angucken, man muss sich auch angucken, was sind da für Stoffe drin. Da ist zum Beispiel Kobalt drin. Kobalt ist entscheidend für die Energiedichte des Akkus. Brauche ich ganz wichtig, damit er eine hohe Energiedichte hat. Und in diesem Akku ist relativ viel Kobalt drin. Wir reden hier über 10 Gramm Kobalt pro Zelle. Das ist eine Menge. Definitiv, da gibt es welche, die können das viel besser. Tesla zum Beispiel 2,8 Gramm. VW sagt, ja, wir haben eine andere Zellchemie, die ist anders ausgelegt. Wir haben noch einen relativ hohen Kobaltwert, wollen wir auch noch senken. Was ihnen aber anscheinend wichtiger ist, dass sie an die Rohstofflieferanten rangehen, zum Beispiel im Kongo, und dort versuchen, eben saubere Lieferketten zu schaffen. Denn wenn man sich im Kongo umguckt, wie dort oftmals Kobalt gefördert wird, dann wird das illegal gemacht, mit Kinderarbeit, unter Wohnhäusern, das ist nicht schön. Und wenn ein Hersteller einfach die Augen zumacht und sagt, ach, sehe ich nicht, dann ist das nicht gut. Ich finde es gut, wenn man es klar vor Augen hat und man es adressiert und wenn man es besser machen will. Ein anderer Punkt ist auch noch das Lithium, was hier drin ist. Das wird vor allem in Bolivien aus Salzseen geholt. Dort haben wir das Problem, dass da ganz, ganz viel Wasser gebraucht wird. Der Grundwasserspiegel sinkt, das tut den Bauern nicht gut. Das ist einfach keine schöne Sache. Und ich habe auch da VW gefragt und die sagen, ja, wir versuchen, so viel wie möglich Lithium von Produzenten zu bekommen, eben nicht aus Bolivien. Was aber auf der anderen Seite heißt, dass man wohl zurzeit noch nicht verhindern kann, dass man aus bestimmten Quellen seine Rohstoffe bekommt. Da ist eben noch einiges zu machen. Gut, die Absichten sind gut. Alles umgesetzt kann noch nicht werden. Zum Beispiel steht auch noch nicht die Fabrik für die Zellen in Polen. Die soll absolut mit grünem Strom laufen. Auch in Zwickau soll mit grünem Strom produziert werden. Das sind also sehr, sehr viele Absichten. Und deswegen sage ich als Urteil, theoretisch ist das, was VW als Ansatz für dieses Auto macht, im Produktionsprozess umweltschonend zu sein, innovativ. Theoretisch. In der Praxis muss einiges davon noch umgesetzt werden. Gut, dann das Fazit zum VW ID Punkt 3 oder 3. Ehrlich gesagt bin ich mit dem Namen immer noch nicht so ganz warm geworden, aber das muss jetzt auch nichts zur Sache tun. Grundsätzlich, VW ist nicht die schnellste Firma, wenn es um die Besetzung neuer Automärkte, Autosegmente geht. Ja, Tiguan zum Beispiel kam relativ spät im SUV-Segment oder Touran, der kam relativ spät im Minivan-Segment. Aber als sie dann mal drin waren, haben sie ziemlich gut verkauft und auch sehr gut funktioniert. Und jetzt kommt VW, nachdem sie mit dem E-Golf und mit dem E-Up so ein bisschen halbgar im Elektroautobereich unterwegs waren, man hat schon gemerkt, so eigentlich so richtig Lust hatten sie noch nicht drauf. Jetzt hier mit der MEB-Plattform mit voller Wucht
mit Milliardeneinsatz. Und das, was ich gesehen habe, macht schon einen sehr überzeugenden Eindruck. 3 Sachen finde ich an dem Auto besonders innovativ. Zum einen die Plattform oder besser gesagt der modulare Elektroantriebsbaukasten MEB, dann der Akku mit seiner Produktion und auch prinzipiell der Antrieb hier gefällt mir sehr gut. Bei ein paar anderen Punkten gibt es sicherlich noch ein bisschen Potenzial, aber jeder muss sich ja noch ein bisschen entwickeln können. Und deshalb meine Frage an euch: Was findet ihr am ID besonders innovativ und wo sagt ihr, nee, da können Sie noch drauflegen? Schreibt's drunter.